Hallo liebe Zuschauer und Blender-Fans. In diesem Video beginnen wir nun mit der Erstellung und Zuweisung von Material bzw. Texturen, in diesem Fall mit dem vergleichsweise einfachen Teil, nämlich des Tauchbootrumpfes. Vorweg ein Hinweis für diejenigen, die mit dem Befehl Join arbeiten wollen oder das schon getan haben. Bitte in jedem Fall das Projekt vor diesem Vorgang speichern, weil durch Join Objekte zusammengefügt werden, was zur Folge hat, dass einzelne Elemente davon nicht mehr mit Materialien bzw. Texturen versehen werden können und erst durch Separieren wieder gesondert zugänglich gemacht werden müssen. Das Thema Separieren ist aber nicht in 2 Sätzen beschrieben, über solche Spezialitäten fertigen wir gegebenenfalls ein gesondertes Video. Für den hier beschriebenen Vorgang wechseln wir nun die Umgebung. Nachdem wir uns für die reine Modellierung stets im Bereich Layout bzw. Modeling bewegt haben, begeben wir uns nun in den Shading-Modus, der sich etwa in der Mitte der Hauptmenüleiste befindet. Dort finden wir alles Notwendige für diese Arbeit, vor allem den später wichtigen Node-Editor, der uns die verschiedenen Verbindungen und Konfigurationen der verwendeten Materialien und Texturen mit und untereinander ermöglicht und anzeigt. Zunächst beschäftigen wir uns allerdings, wie vorher schon angemerkt, erst einmal nur mit dem Rumpf, wo das Texturing zunächst etwas einfacher ist. Mit den ersten Bildern sieht man, wie wir uns die Umgebung so einrichten, dass das eigentliche Objekt im Vordergrund steht und der Hintergrund des Viewports nicht ablenkt. Properties Editor rechts klicken wir nun auf den Material-Tab, klicken dort wie angezeigt auf New und erzeugen damit ein neues Material, dessen Konfigurationsmöglichkeiten sowohl rechts im Properties Editor als auch unter dem Objekt im Node Editor erscheint. Letzteren lassen wir für diese im Moment noch eher simple Arbeit unbeachtet, weil brauchen wir hier noch nicht. Danach wird mit einem Doppelklick auf eine der beiden mit dem Pfeil gezeigten Stellen ein aussagekräftiger Name für das Material erstellt. Wir haben es Lack-Orange genannt. Jetzt schalten wir hier auch die Preview-Anzeige an, mit der wir die gewählte Farbe des Materials gleich sehen können. Im Folgenden werden übrigens nur die Einstellungen der Konfiguration beschrieben, mit denen wir arbeiten. Alles andere würde bei dieser mächtigen Software den Rahmen in diesem Video sprengen. Wir beschäftigen uns nun mit der Base Color, die wie schon angedeutet für den Rumpf recht einfach zu gestalten ist. Mit einem Klick auf den entsprechenden Punkt erhalten wir das Farbtool, welches wir aus vielen anderen Anwendungen kennen sollten und mit dem wir deutlich in der Preview sichtbar die Farbe für den Rumpf definieren. In diesem Fall habe ich die Eingabe des Farbcodes für die gewünschte Farbe gewählt. Eine Anmerkung dazu. Es kommt ja vor, dass wir für verschiedene Teile Material bzw. Texturen mit identischer Farbe benötigen. Dafür können und sollten wir uns diesen Farbcode und auch das Farbmodell, zum Beispiel RGB HSV, unter dem Fenster notieren. Wir benötigen nun lediglich 3 weitere Parameter, um das Ganze zu verfeinern, nämlich Specular, Roughness und Clearcoat. Indem wir die vorgenannten Parameter auf die Werte 0.400, 0.250, 0.250 setzen, verleihen wir dem Material ein individuelles Aussehen. Es soll in diesem Fall das Glänzen verringern, gleichzeitig die Spiegelung etwas erhöhen und letztlich den Eindruck von Klarlack vermitteln. Ich habe hier dann doch die Konfiguration im Node Editor genutzt. Man sieht, wie sich die Einstellungen rechts im Properties Editor analog ändern. Umgekehrt wäre es das gleiche gewesen. Zu den vorstehend beschriebenen Schritten ist anzumerken, dass es je nach verwendeter Hardware
vor allem was die Grafik betrifft, ob nun dedizierte Grafikkarte oder Intel CPU-Grafik, eventuell zu visuellen Unterschieden kommen kann. Zu guter Letzt wollen wir auch noch den beiden ebenfalls zum Rumpf zählenden Teilen, nämlich Einstieg und Sockel, dieses Material, also die Farbe, zuweisen und zählen diese mit gedrückter linker Maustaste von der Datenblockzeile, siehe Pfeil, auf die genannten Teile. Tja, damit ist dieser eher einfache Teil der Zuweisung von Material erledigt. Bis zum nächsten Video also. Dort wird es um die Erstellung von Material für Metallteile und gleichzeitig die Zuweisung an eine höhere Anzahl von Objekten gehen. Bis dahin und bleibt alle gesund.